Also, ich würde sagen, auf los geht's los. Seid ihr ready? Und Vollgas. Lounge ist da und wir lassen es kommen. Und 90, 100. Hallo liebe Motorsportfreunde. Und in welchem Auto denkt ihr, sitze ich gerade so? Ich verrate es euch. Und zwar ist es der Lotus Emira. Und zwar sitze ich in dem Auto nicht irgendwo, sondern am höchsten Punkt der Großglockner Hochalpenstraße, und zwar der Edelweißspitze. Lotus sagt zum Emira, dass er für die Rennstrecke gebaut und für den Alltag entwickelt worden ist. Und wir wollen heute herausfinden, wo er sich denn wirklich wohler fühlt, ob im Alltag oder auf der Rennstrecke. Diesen 365 PS starken Flitzer werden wir auf seine Stärken und auch seine Schwächen testen. Wir fangen hier oben bei 2570 Meter an und arbeiten uns den Berg runter bis zur Teststrecke in Saalfelden. Ich würde sagen, let's go! Der Emira leistet 365 PS und soll der letzte Verbrenner des britischen Herstellers sein. Sophia ist in der limitierten First Edition unterwegs. Ein klares Signal dafür, dass Lotus mit dem sportlichen Hecktriebler noch einiges vorhat. Preislich startet der First Edition bei rund 94.500 €. Auf dem Plan für heute steht, dass wir jetzt als allererstes mal das Fahrverhalten und die Fahrdynamik von dem Lotus Emira testen werden. Ist natürlich optimal hier in den Serpentinen den Großglockner runter. Dann geht es in eine Stadt. Wir wollen so ein bisschen schauen, wie das Auto sich natürlich im Alltag verhält, die Rundumsicht. Wir werden auch versuchen einzuparken. Also ich werde es nicht versuchen, sondern wir werden einparken. Dann hat das Auto auch einen Kofferraum. Er ist zwar nicht ganz so groß, aber wir werden einkaufen, um zu schauen, wie viel dann auch wirklich reinpasst. Und das Beste kommt zum Schluss. Gibt es natürlich noch den ein oder anderen Performance-Check. Ich darf mich da auf der Teststrecke in Saalfelden austoben und ja, freue mich drauf. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem Fahrverhalten. Lotus ist ja ein britischer Automobilhersteller, der ja eigentlich, sag ich mal, für seine Leichtbaufahrzeuge bekannt ist. Seit 2017 gehören aber 51% der chinesischen Marke Geely. Und ab 2028 will Lotus voll elektrisch unterwegs sein. Dementsprechend ist der Lotus Emira eigentlich der letzte Verbrenner, wo sie zeigen wollen, was sie können. Eben Rennstrecke und auch Alltag. Sowas zu erreichen ist sehr schwer und nicht jeder Hersteller bekommt das gut hin. Wir werden sehen. Was einem auf jeden Fall direkt auffällt, ist, dass der Turbo die ganze Zeit pfeift. Also das Einzige, was man eigentlich hier hört an den Ohren, ist der Turbo. Der Motor ist nicht wirklich laut. Ich glaube, wenn man auf Sport geht, was wir hier jetzt auch umstellen können, mal ganz kurz, dann geht auch die Klappe auf. Also der nächste Modus ist Sport und dann eben das Sportlichste ist Track, was wir dann natürlich auch auf der Rennstrecke ausprobieren werden. Und das Pfeifen vom Turbolader ist geil. Beim Lotus Emira ist ein 2 Liter rein 4-Zylinder Turbomotor verbaut und ein 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Und wir haben natürlich auch einen Heckantrieb, was ich persönlich immer sehr toll finde und auch für die Rennstrecke mehr Spaß macht, meiner Meinung nach. Also vom Fahrwerk her, man muss fairerweise sagen, dass in den Kurven selber sich das Auto eigentlich ganz gut verhält. Die Bremse ist nicht gut, ist gar nicht gut. Also das Pedal ist wirklich lang. Für mich müssen Bremsen, sage ich mal, direkt sein. Man muss ein Gefühl drin haben, vor allem eben im Straßenauto. Und wenn es eben um einen Sportwagen geht, dann wünsche ich mir, dass da kein Travel ist ich berühre das Bremspedal und es bremst. Also normalerweise sollte eben, wenn ich bremse, sollte man auch spüren, dass es direkt bremst. Und das ist hier altbacken, würde ich jetzt so sagen. Der Antriebsstrang des Emira ist eher das Gegenteil, nämlich ziemlich frisch und aktuell. Das Getriebe und der Motor kommen beide von Mercedes-AMG, sind auch beide beim A45 verbaut. Lotus hat sich für den AMG-Antriebsstrang entschieden,
weil er der weltweit stärkste 2-Liter-Vierzylinder-Serienmotor ist. Außerdem ist er relativ sparsam, das senkt den Flottenverbrauch. Wobei man dazu sagen muss, dass bei Mercedes beim A45 der Motor 421 PS hat, also ein bisschen mehr wie hier im Lotus. Ich meine, das Ding marschiert, läuft auch alles gut. Getriebe ist meiner Meinung nach ausbaufähig. Also von dem Moment, wo ich die Pedals hier hinterm Lenkrad bediene, bis der Gangwechsel dann auch wirklich stattfindet, dauert sehr lange. Muss man dann auch sehen, wie sich das alles natürlich auf der Rennstrecke widerspiegeln wird. Was einem relativ schnell auffällt, ist, dass das Auto eigentlich, sage ich mal, erst ab 3000 Umdrehungen wirklich anspricht, beziehungsweise eben der Turbo, sage ich mal, anfängt zu arbeiten. Und Grund dafür ist, dass hier in dem Emira ein sehr großer Turbo verbaut ist und der eben erstmal eine gewisse Drehzahl braucht, um eben dann auch zu arbeiten. Es sind zwei große Bildschirme vor einem, beziehungsweise hier eben auch in der Mittelkonsole. Die einzigen Knöpfe, die man noch hat, sind, um die Temperaturen bzw. die Klimaanlage einzustellen. Und ein sehr, sehr cooles Gimmick, finde ich persönlich, ist, dass der Munchgull, wo man die Lüftung einstellt, einen Rennhelm anhat, also für die Rennstrecke gebaut. Die Pedals an sich sind sehr schön, finde ich, sind auch super hochwertig, finde ich immer toll, sind auch groß genug, gehen auch mit dem Lenkrad mit, was ich auch immer wichtig finde. Es gibt ja auch Autos, wo das nicht der Fall ist und die Pedals, ja, sage ich mal, einfach sich nicht mitbewegen, finde ich schlecht. Dementsprechend, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Also wenn ich das jetzt schon festlegen könnte, auf welcher Seite, ob Rennstrecke oder Alltag, das Auto seine Stärken hat, würde ich wahrscheinlich eher sagen Alltag. Sophia lässt die Großglockner Hochalpenstraße hinter sich. Als nächstes geht es in die Stadt. Wir fahren jetzt so ein bisschen hier in der Ortschaft rum, um einfach zu sehen, wie die Rundumsicht so ist. Und da kommt der dichte Berufsverkehr gerade recht. Rundumsicht, meiner Meinung nach, wirklich gelungen, einfach dadurch, dass die Fenster auf beiden Seiten rechts und links eigentlich sehr groß sind. So nach hinten raus, ja gut, die Scheibe ist jetzt nicht die größte, aber es reicht. Von daher würde ich sagen, dass er das mit der Übersicht sehr souverän leistet. Die Challenge ist auch heute einzuparken, und zwar einmal längs und einmal quer, um einfach auch zu sehen, wie die Rückfahrkamera so funktioniert und eben, ob auch die Übersicht gut genug ist, sag ich mal, um eben in München in der Innenstadt unter Stress, wenn hinter dir die Autos schon hupen, schnell in der Parklücke zu sein. Jetzt geht es ans Eingemachte, und zwar werde ich da rückwärts einparken. Da ist die Parklücke. So, die Rückspiegel sind meiner Meinung nach echt gut und breit. Was mich aber stört, ist dieser Schaltknüppel, weil um einen Gang zu wechseln, ist ja schon das eine, das dauert wirklich lang. Aber von neutral in rückwärts oder in ersten zu kommen, Jesus Christus, dauert das lange. Also in München im Stadtverkehr will ich das nicht haben. Der Schaltknüppel und ich werden auf jeden Fall keine Freunde mehr werden. Das dauert alles viel zu lange. Ich habe immer auch beim Einparken, habe ich gesagt, wenn ich in München bin und hinter mir eine Kolonne von Fahrzeugen stehen und ich einparken will und die Parklücke eng ist und ich schon immer, keine Ahnung, ein paar Sekunden warten muss, bis der Gang überhaupt reingeht, dann würde ich persönlich als Fahrer durchdrehen. Die Übersicht ist aber gut, also wirklich durch die Spiegel alleine kann man schon einparken, die Rückfahrkamera auch. Wann piept's? Okay. Gut, wir haben auch ein Piepgeräusch. An sich finde ich das Auto einfach sehr übersichtlich, von daher ist der Einparkvorgang definitiv gelungen. Das sieht doch gut aus. Perfekt. So, weiter geht's. 4,41 Meter ist der Emira lang. Das sind rund 13 Zentimeter mehr als ein VW Golf. Zusammen mit der guten Rundumsicht gibt er sich in der Stadt durchaus handlich. Wir suchen noch einen Längsparkplatz. So, also hier ist eine Parklücke und da parken wir jetzt ein. Wir haben vor uns ein Motorrad. Warum der auf seinem Motorrad sitzt, weiß ich nicht. Blinker ist draußen, hinten steht ein Auto. Jetzt müssen wir auch noch links einparken. So, Rückwärtsgang ist drin, hat natürlich wieder ein bisschen gedauert, aber es geht. Wow, okay, warte mal.
So. Okay, wieso piept der so extrem? Erster Gang ist drinnen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der sehr früh anfängt zu piepen. Und wir stehen drinnen. Ich würde mal sagen, haben wir perfekt gemeistert, der Lotus und ich. Das sieht doch super aus. Hier auch perfekt. Perfekt, was will man denn mehr? Also passt auch in jedem kleines Örtchen hier in Österreich. Aber weiter geht's zum Supermarkt. Ich gehe jetzt shoppen. Jetzt geht es darum zu schauen, wie viel wirklich in den Kofferraum passt. Denn ja, das Auto hat einen Kofferraum. Nein, er ist nicht allzu groß, aber genau wie groß er ist, werden wir jetzt gleich rausfinden. Wir fahren jetzt hier zum Supermarkt, beziehungsweise sind schon angekommen. Eine Sache, die ich persönlich bemängle, ist, dass man den Kofferraum nicht mit einem Knopf aufmachen kann, sondern das geht entweder über einen Knopf im Auto oder eben über die Fernbedienung, über den Autoschlüssel. Und zwar muss man da wirklich lange drücken, bis der dann auch wirklich aufploppt. Und hier ist der Kofferraum. Wir haben ein Volumen von 151 Liter. Da sitzt der Motor. Diese kleine Ausbeulung hier ist übrigens die Batterie. Ich habe meine Einkaufsliste von der Redaktion zur Verfügung gestellt bekommen. Muss jetzt für 4 Personen einkaufen, für 2 Drehtage und mal schauen, wie viel und ob dann auch wirklich alles reinpasst. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal shoppen. Wir haben 2 Tagesdreh vor uns, wir sind 4 Personen, dementsprechend werden wir Getränke kaufen und Snacks, ein bisschen was Süßes, ein bisschen was Gesundes, Äpfel, Bananen. Von daher, ja, wir sind, glaube ich, ganz gut ausgestattet am Ende. Der Kofferraum ist definitiv nicht groß, aber ich glaube, für so einen Einkauf sollte das schon reinpassen. Ich bin auch ganz gut im Tetris spielen, von daher denke ich, dass das passen wird. So, dann schauen wir doch mal, ob das alles hier reinpasst. Der Kofferraum ist offen. So, es sieht so aus, als ob alles reinpassen würde. Der Kofferraum ist groß genug und ich muss auch fairerweise sagen, ich glaube, wenn man zu zweit einen Wochenendstrip macht oder eben zu einem Trackday fährt oder sowas, kann man sein Gepäck auf jeden Fall verstauen. Ich würde jedem empfehlen, irgendwie mit einer Reisetasche oder einem Weekender oder sowas zu reisen und keinem Trolley. Aber an sich, dafür passt's. Das Einzige ist, der Motor ist hier hinten. Dementsprechend wird es sehr warm hier werden und Schokolade oder Eis würde ich jetzt nicht ganz so empfehlen, dort zu verstauen. Aber ansonsten, wir haben alles untergebracht. Und jetzt kommt der spaßige Teil, und zwar die Performance-Sektion. Let's go! Und dafür geht es mit dem Lotus Emira natürlich auf den Track. Wir sind auf der Teststrecke in Saalfelden angekommen, denn unser Alltagscheck, würde ich sagen, ist vollendet. Meiner Meinung nach ist das Auto auf jeden Fall für den Alltag approved und jetzt geht es um Performance. Lotus gibt vor, dass das Auto von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden beschleunigt. Das werden wir natürlich checken, ob diese Werksangabe auch wirklich stimmt. Dann haben wir hier natürlich einen britischen Hersteller. Dementsprechend werden wir nicht nur die 0 auf 100 km/h Messung machen, sondern auch die 0 auf 100 Meilen Messung, also umgerechnet 161 km/h. Und zu guter Letzt die schnelle Runde, die wir dieses Mal nicht timen, weil wir nicht die richtige Bereifung haben. Aber ich werde natürlich schauen, wie sich das Ding hier so über die Rennstrecke prügeln lässt. Ich werde auf jeden Fall meinen Spaß haben und freue mich drauf. Und jetzt geht es darum zu schauen, ob er auch wirklich für die Rennstrecke gebaut wurde. Lotus sagt, dass der Emira von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden beschleunigt. Und ich meine, wir haben ja, sage ich mal, auch nur 365 PS eben auf 1450 Kilo. Von daher, jetzt schauen wir erstmal und prüfen, ob das auch so stimmt. Ich hoffe es für Lotus, um echt zu sein. Es gibt doch auch nichts Schöneres, oder? Performance-Checks zwischen den Bergen bei blauem Himmel. Ach, wunderschön. Um die Launch Control zu aktivieren, werden natürlich in Track gehen, dann hört man schon, wie die Klappe hinten aufgeht. Dann heißt es, dass man
Bremse natürlich drücken muss, Gas geben muss und dann soll da im Display vorne ein Launch-Button kommen und dann beschleunigt man. Also, ich würde sagen, auf los geht's los. Seid ihr ready? Und Vollgas. Launch ist da und wir lassen es kommen. 90, 100. Also Lotus behauptet, das Auto beschleunigt von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden. Wir haben es das erste Mal durchgeführt. Ich muss dazu sagen, wir haben ja hier auch einen Heckantrieb. Reifen sind ein bisschen durchgedreht hinten. Auf unterm Strich steht hier auf unserem Messgerät eine Zeit von 4,55 Sekunden. Also es ist 1,5 Zehntel langsamer als was Lotus vorgibt. Ist meiner Meinung nach noch in einem Bereich, wo ich sage, ist okay, ist genehmigt, da wir auch eben ein bisschen Wheelspin hatten und die Reifen ein bisschen durchgedreht haben. Aber wir haben einen britischen Hersteller, von daher machen wir jetzt direkt die 0 auf 100 Meilen-Messung, also von 0 auf 161 km/h. Wir haben hier jetzt nicht die größte und längste Gerade zur Verfügung. Mal schauen, ob wir es hinbekommen. Man muss ja auch immer bedenken, man muss ja danach auch wieder abbremsen. Von daher, wir werden sehen, wir werden es auf jeden Fall probieren. Wird schon schief gehen. So, wir sind noch im Track-Modus. Die Bremse ist wieder gedrückt. Launch erscheint und können wir das Ganze noch einmal machen. Also wir sind bei der ersten Messung auf 95 Miles per Hour durchbeschleunigt. Es fehlen also nur noch 5 Meilen für einen erfolgreichen Lauf. Beim ersten Versuch von den 100 Meilen pro Stunde habe ich gerade abgebrochen, weil einfach der Bremsweg nach. Ich wusste nicht, wie lang der dann ist und wie lang die Gerade danach noch ist. Aber ich bin mir sicher, dass das geht. Ich werde den Stempel draufhalten und dann danach erst abbremsen. So, also Auto. Wir schaffen das. Gut, du beschleunigst jetzt schnell von 0 auf 100 Meilen pro Stunde. Also. Launch erscheint und let's go! Let's go, go, go! 50, 60, 70, 80, 90. Die Werksangabe liegt bei 10,3 Sekunden. Welche Zeit fährt Sophia? 0 auf 100 in 9,48 Sekunden. Das Auto hat es geschafft auf dieser kurzen Geraden. Ganz ehrlich, ist gut. Wie gesagt, die 0 auf 100 km/h Messung gibt der Hersteller an, in 4,4 Sekunden zu schaffen. Wir haben 4,55 mit durchdrehenden Rädern geschafft. Von daher ist es alles für mich konform und so genehmigt. Und nachdem wir jetzt 2 Beschleunigungstests gemacht haben, einmal von 0 auf 100 km/h und 0 auf 100 Miles per Hour, will ich jetzt noch einmal schauen, ob ich die 0 auf 100 km/h Benchmark von 4,55 Sekunden noch mal ein bisschen schlagen kann. Denn die Reifen sind natürlich jetzt, vor allem die Hinterreifen sind natürlich jetzt ein bisschen wärmer. 4,4 Sekunden gibt der Hersteller an. So, okay. Also, wir sind im Track-Modus. Launch erscheint und... Komm. Ha, wie toll ist das? Wir haben hier schwarz auf weiß stehen, dass das Auto in 4,36 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt hat. Also wir sind sogar besser als die Werksangabe, von daher, der Lotus hat hier definitiv gepunktet. Macht mich sehr happy. Die 0 auf 100 Messung hat der Lotus gut gemeistert, von daher hat er den Test auf jeden Fall bestanden und jetzt fängt der Spaß erst richtig an, sagen wir es mal so, denn jetzt geht es darum, hier auf der kleinen Teststrecke in Saalfelden mal an die Grenzen des Lotus zu gehen. Es sind wirklich ein paar noch enge Kurven dabei, von daher ich bin sehr gespannt, freue mich drauf, denn Lotus sagt hier, er ist für die Rennstrecke gebaut worden. Von daher Attacke! Die Bremse habe ich schon ein bisschen bemängelt, von daher bin ich gespannt, wenn die wirklich mal unter Volllast steht für 2, 3 Runden, ob man da irgendwie merkt, dass sie
abbaut. Und es muss einfach gut liegen, er muss gut agieren, wenn man einlenkt. Weil ich glaube, so ein Auto legt sich jemand zu, der damit auch mal auf dem Trackday fahren will und aber auch mithalten kann. Ich weiß nicht, ob einer von euch das weiß mit dem Logo von Lotus, weil da oben sind ja ein paar Buchstaben. Der Gründer damals von Lotus heißt Anthony Colin Bruce Chapman und deswegen sind auch seine Initialen hier, weil Lotus ist ja dafür bekannt, sehr leichte Autos zu bauen. Und der hat immer gesagt, dass PS dich zwar auf der Geraden schnell machen, aber wenig Gewicht machen dich auf der ganzen Strecke schnell. Lotus ist für seine Leichtbaufahrzeuge bekannt gewesen. Früher war es immer so, dass die Autos um die Tonne gewogen haben, um die 1000 Kilo. Der Lotus Emira wiegt ja jetzt schon 1450 Kilo. Meiner Meinung nach ist es trotzdem noch ein leichteres Auto. Das ist wahrscheinlich der Kompromiss, wenn Alltag eben auch eine große Rolle spielt, wenn man ein Auto entwickelt. Wir müssen ja mal ein bisschen die Reifen warm fahren, weil die sind ein bisschen kalt. Also man muss dazu sagen, die Teststrecke in Saalfelden hat es auf jeden Fall in sich. Es sind sehr viele Kurven hier, sehr teilweise schnelle und auch sehr langsame, wie hier zum Beispiel diese Spitzkehre hier. Wir hören hier das Auto durchbeschleunigen. Ob er eigentlich gerade ein bisschen ausgebrochen ist. Sophia lässt den Lotus buchstäblich über den Kurs fliegen. Hui! Wir hüpfen ein bisschen rum hier über die Curbs, weil wir es können. Immerhin 1450 Kilo wiegt der Emira mit dem Vierzylinder-Turbo von AMG. Wie macht sich das Gewicht auf der anspruchsvollen Teststrecke in Saalfelden bemerkbar? Du merkst schon einfach auch, wenn sobald ein bisschen, sag ich mal, Querbeschleunigung auf dem Auto ist und du aufs Gas gehst, wie das Heck schon so ein bisschen auch ausbrechen möchte. Was ich persönlich ganz gut finde, ist, dass die Lenkung sehr direkt ist. Leichtes Versetzen. Auf einer langgezogenen Kurve merkst du schon, dass einfach die Hinterachse ein bisschen abbaut. Wenn man aber eben mehrere Runden fährt, merkt man, wie die Bremsen einfach wirklich auch teilweise abbauen. Und das Pedal ein bisschen länger wird und auch einfach du merkst, dass die Deceleration, heißt es bei uns im Sport, also die Verzögerung einfach ein bisschen länger dauert. Und das ist bei den Bremsen halt, wenn du jetzt auf eine Rennstrecke gehst und dann Spaß haben willst, ist vielleicht nicht ganz so optimal. Was man noch verbessern könnte, dann wären es auf jeden Fall die Bremsen, dann wäre es auf jeden Fall das Getriebe, weil da dauert es mir einfach zu lange, der Schaltvorgang. Wenn du eben hier, sag ich mal, ja, viele Kurven hast, die aufeinander folgen und du schnell hoch und runter schalten willst, dann dauert es einfach zu lange, bis dann eben das Auto auch, bzw. das Getriebe die Gänge annimmt. Aber die 365 PS sind komplett ausreichend. Also, man kann mit dem Lotus Emira definitiv seinen Spaß auf der Rennstrecke haben, keine Frage. Der Claim von Lotus ist ja, dass der Lotus Emira für die Rennstrecke gebaut und für den Alltag entwickelt worden ist. Und ich glaube, das ganze Auto ist so ein kleiner Kompromiss, denn man kann definitiv damit einkaufen fahren, man kann definitiv das Auto im Alltag nutzen, man kann auch sicherlich damit auf einen Trackday gehen und seinen Spaß haben, aber ich glaube, dass andere Hersteller die Disziplin Alltag besser bedienen und auch andere Hersteller mit anderen Modellen das Thema Trackdays und Rennstrecke anders und besser bedienen. Für mich ist das ganze Auto so ein kleiner Kompromiss, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen, was Lotus ja erreichen wollte. Alles nice to have, man hat seinen Spaß. Ich werde jetzt hier auf der Rennstrecke in Saalfelden noch ein bisschen mich austoben. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Wenn du noch Lust hast auf ein weiteres Video, dann zieh dir auf jeden Fall noch das Video der letzten Clip-Folge hier rein. Und wenn dir das Video gerade mega Spaß gemacht hat, dann könnte dir das hier auch gefallen.